Schnee bedeckt die Viertausender. In den bosnischen Bergen ist der Hungerwinter noch lange nicht zu Ende. Die Hütten in diesem Tal haben einen Namen, Grebak. Ein trostloser Ort südöstlich von Sarajevo. Für 70.000 Menschen liegt Grebak exakt zwischen Leben und Tod. Fertig machen für den langen Marsch nach Gorazde. Die moslemische Stadt jenseits des Jaurina-Gebirges ist seit einem Jahr von serbischen Soldaten eingekesselt. Die einzige Lebensader in den befreiten Teil Bosniens führt zwischen den feindlichen Stellungen über einen verschneiten Bergpfad. Jeden Tag brechen ausgezehrte Männer, Frauen und Kinder auf, um in kleinen Rationen Mehl, Zucker und Öl durch den Hungerring um Gorazde zu schmuggeln. An diesem Tag sind es 400 Menschen und ein paar Dutzend Packpferde. Im Zweiten Weltkrieg hieß die versteckte Versorgungsroute Partisanenweg. Seit diesem Winter nennt man die 45 Kilometer den Pfad des Weißen Todes. Marschiert wird durch die Nacht hindurch. Die Pausen sind kurz. Wer vor Erschöpfung einschläft, wacht nie wieder auf. Bei minus 25 Grad kommt der Tod in Minuten. 52 Marschierer erfroren seit Februar. 80 wurden von serbischen Mörsern und Minen zerfetzt. In dieser Nacht erfrieren 2 Menschen. In den tiefer gelegenen Tälern ist der Schnee gewichen. Dafür macht tiefer Schlamm jeden Schritt zur Qual. Noch sind es mindestens 6 Stunden bis Gorazde. Wie lange sind Sie schon marschiert? Ich weiß nicht. Das ist das erste Mal für mich und das kommt mir unendlich vor. Wie viele Menschen leben von diesem Mehl? 4. Meine beiden Kinder, mein Mann und ich. Es ist furchtbar. Oben ist der Schnee so hoch, die Pferde brechen zusammen. Wie oft haben Sie diesen Marsch schon gemacht? 8 Mal. Ist es schwer? Natürlich ist es schwer, besonders unter solchen Bedingungen. Das Bergdorf Surovici liegt bereits innerhalb des Hungerrings um Gorazde. Für hunderte erschöpfter Marschierer der ersehnte erste Rastplatz. Gegen ein paar Becher Mehl aus dem Rucksack wird ein Platz auf der Ladefläche des Lastwagens verkauft. Nichts ist umsonst im Kessel von Gorazde, ausgenommen der Tod. Ankunft in Gorazde. Endstation des Hungermarsches, Endstation der Vernunft. Seit einem Jahr schießen serbische Freischärler mit Panzern und Haubitzen in jene Stadt, in der sie 50 Jahre lang mit der muslimischen Mehrheit friedlich zusammenlebten. Gorazde haben sie zur Geisterstadt gebombt. Die Begrüßung der Marschierer fällt nüchtern aus. Seit 12 Monaten regieren Elend, Barbarei und Verzweiflung in den Ruinen. Jene, die den Gewaltmarsch überlebt haben, können sich nicht wirklich darüber freuen, den weißen Pfad des Todes ausgerechnet in Richtung Gorazde gegangen zu sein, hinein in den Kessel des Hungers. Hatzo Efendisch, der Bürgermeister, auf dem Weg in das einzige Vorratslager der Stadt. In den vergangenen Nächten haben UNO-Flugzeuge erstmals Hilfsgüter über Gorazde abgeworfen, nachts aus großer Höhe. Hier sehen Sie, wie toll wir versorgt sind. Alle Regale sind leer, alle. Die Lebensmittelpäckchen, die aus dem Schnee geklaubt wurden, sind fein säuberlich gestapelt. Die Verteilung ist vorerst nicht möglich, weil es einfach nicht genug zu verteilen gibt. Was Sie hier in dieser Halle sehen, das sind nicht mal 200 Gramm für jeden Einwohner. 15 Tonnen Lebensmittel für 70.000 Menschen. Wie sollen wir denn das aufteilen? Warum schicken Amerika und Europa uns nur so wenig? Gut, wir sind sogar dafür dankbar, aber es reicht einfach nicht. Wenn nicht mehr Lebensmittel kommen, nützt uns das hier doch gar nichts. Wir werden bei dieser Art von Hilfe alle verhungern. In den Feuerpausen versuchen die Menschen, am Leben zu bleiben, solange es geht. Vielleicht sogar so lange, bis ein Hilfskonvoi der UNO in den Kessel gelassen wird. Wer kann, schlägt Brennholz. Die einzige Heizquelle seit Kriegsausbruch. Trinkwasser wird in großen Kanistern herbeigeschafft. Strom gibt es nur aus Generatoren, wenn überhaupt. Zu den 40.000 Einwohnern gesellen sich 30.000 Flüchtlinge aus den umliegenden Dörfern. Sie sind von den vorrückenden Serben in den Kessel getrieben worden, wenn sie Glück hatten. Wie alt waren Sie, als der Erste Weltkrieg ausbrach?
Oh, ich weiß nicht. Das ist schon sehr, sehr lange her. Welcher der 3 Kriege war der schlimmste? Dieser Krieg ist der schrecklichste. Stiller Dank an Allah, den Allmächtigen. Der größte Sohn und die kräftigste Tochter der Flüchtlingsfamilie sind über den Pfad des Weißen Todes gegangen und haben auf ihren Schultern 30 Kilo Mehl mitgebracht. Das bedeutet 20 Tage länger leben. Ich habe 7 Kinder. Sind die alle hier? Ja, alle. Wie lange habt ihr für den Weg über die Berge gebraucht? 4 Tage und 3 Nächte. Für viele Marschierer hat das Mehl einen hohen Preis. Was ist mit der Hand? In Grebak sind die Finger erfroren. Warst du beim Arzt? Ja, der will mir den kleinen Finger abschneiden. Ach, doch nur ein kleines Stückchen. Bis dahin halb so schlimm. Wer zu alt oder zu schwach ist, den weißen Pfad des Todes zu gehen, der muss sich für die wässrige Suppe anstellen, die das Rote Kreuz ausgibt. Eine Schüssel pro Person morgens und abends. Es wird genau kontrolliert, dass sich keiner zweimal anstellt. Mit allem, was ihre Ochsenkarren tragen konnten, hatten die Bauern ihre Dörfer verlassen. Ethnische Säuberung nennen das die Serben. Massaker, Folter und Massenvergewaltigung sagt der Rest der Welt. Eine Flucht aus der Hölle in ihren Vorhof. Die Verteidiger der Stadt waren und sind auf sich gestellt. Besonders fehlte es an gleichwertigen Waffen. Hier, mit diesem Gerät malen wir unseren selbstgefertigten Sprengstoff bis zu einer bestimmten Feinheit. Er ist extrem feuchtigkeitsempfindlich. Vorsichtig müssen wir ihn ständig trocknen. Dafür haben wir diese primitiven Öfen. Derart ausgerüstet zogen die Moslems gegen die stärkste Armee Südosteuropas zu Felde. Hin und wieder mit erstaunlichen Einzelerfolgen. Der Befehlshaber des Widerstandes zeigt Spuren des Kampfes. Er selbst nennt sich Pelam. In Gorazde heißt er Schwarzer Kommandant. Vor dem Krieg war Pelam von Beruf Restaurateur. Hier kann man noch das Wappen der Serben sehen, mit SS drauf. Dabei war es doch eigentlich ein Panzer der jugoslawischen Bundesarmee. Die vorläufigen Verlierer dieses Scharmützels an den Hängen der Stadt befinden sich seit Ende Januar im Keller eines Bürohauses. Früher wurden hier Lebensversicherungen verkauft, jetzt dient es als Lager für 31 serbische Kriegsgefangene. Ich bin mir absolut sicher, wenn man unsere Führer nur 3 Tage lang hier einschließen würde und sie müssten das essen, was wir hier essen, dann würden die sich sofort mit den Moslems versöhnen. Alle konnten wir in dieser Stadt doch vorher sehr gut zusammenleben. Dieser verdammte Krieg ist uns aufgezwungen worden. Die Sieger dieser einen Schlacht des für Bosnien und seine Moslems längst verlorenen Krieges versammeln sich ein paar Ruinen entfernt zur Veteranenfeier. Es gibt tröstende Worte des Imam, 2 Scheiben Salami für jeden, Limonade und ein paar Schlager aus besseren Tagen. Die Wirklichkeit sieht anders aus. An den zurückeroberten Hängen stoßen die Moslems dort, wo der Schnee schon geschmolzen ist, immer wieder auf Massengräber. 5 ermordete Zivilisten hat man an dieser Stelle heute ausgegraben. Noch eines der vielen Gräber, die wir in letzter Zeit gefunden haben. Hier sind unsere Leute erschossen und verscharrt worden. Fast alle waren Zivilisten. Den Männern wurden erst die Geschlechtsteile abgeschnitten, dann hat man ihnen von hinten in den Kopf geschossen. Doch es gibt auch Lichtblicke in Gorazde.
Nach 5-wöchiger Wartezeit ist endlich wieder ein UNO-Konvoi mit Hilfsgütern von den Serben in den Hungerring gelassen worden. Der kanadische Kommandant weist seine Soldaten in die Lager ein. Ihr müsst die Leute dort drüben von den Zäunen weghalten. Dort in diesem ganzen Bereich werden sich die Menschen gegen den Zaun drängen und nach Nahrung schreien. Auch da hinten ist ein Tor, da können vielleicht Kinder reinkommen. Seid sehr vorsichtig mit dem Diesel. Benutzt hier keine Kanister mit Diesel oder Benzin. Keine. Das macht euch nur Probleme. Und nochmal, um das klarzumachen. Kochen oder Essen, nur in euren geschlossenen Fahrzeugen, nur drinnen. A, damit euch nichts auf den Kopf fliegt. B, es wäre für die Leute hier nicht sehr angenehm zu sehen, wie ihr euch vollstopft, während sie auf Lebensmittel warten. Okay? Die Lastwagen der Vereinten Nationen haben Mehl geladen. Nicht genug, dass 70.000 Menschen längere Zeit am Leben bleiben. Aber zu viel, um sofort zu verhungern. Jedes Gramm, das an diesem Abend in die Lagerhalle geschoben wird, zählt. Die Nachricht von der Ankunft des Konvois hat sich in Windeseile herumgesprochen. Hunderte Mütter mit ihren Kindern stehen hungrig vor der Halle, mühsam zurückgehalten von den ebenso hungrigen Bewachern des Lagers. Die letzten Lastwagen fahren an die Entladerampe. Am anderen Morgen werden die UNO-Soldaten wieder verschwunden sein. Ihre Mehlspende hält ein paar Tage länger vor. Was bleibt, sind die Schokolade und der Eindruck, den sie hinterlassen. (1993) mitten in Europa. Am Abend wird in der einzig intakten Bar von Gorazde gefeiert. Die Musikanten singen davon, nicht klein beizugeben, sondern dem Schicksal, gemeint sind die Serben, endlich eins in die Schnauze zu hauen. Pelan, der schwarze Kommandant, summt zufrieden mit. Die Wirtin hat zur Ehre des Tages ihre gebunkerten Spirituosen geopfert. Bezahlt wird in deutscher Mark. Nur der Tanz entspricht den ursprünglichen Landessitten. In der einstigen Poliklinik werden inzwischen vor allem schwere Fälle behandelt. Die Opfer serbischer Angriffe und die Opfer des Todespfades nach Gribak. Hier haben wir schwere Erfrierungen und totes Fleisch am kleinen und am Ringfinger. Auch die anderen Finger sind angegriffen. Deshalb werden wir die ganze Hand amputieren müssen. Leider auch die andere Hand und die beiden Füße. Nažalost, radi se i o drugoj šaci, i prstima druge šake, i oba dva stopala. Trotz der Gefahren durch Granaten, Eis und Schnee sammeln sich jeden Tag hunderte Männer, Frauen und Kinder im Zentrum von Gorazde, um sich auf den 45-Kilometer-Marsch nach Gribak zu begeben. Wenn sie Glück, Beziehungen oder Deutschmark haben, nimmt sie ein Lastwagen mit bis an den Rand des Hungerkessels. Wenn nicht, müssen sie laufen, solange sie laufen können. Das Tauwetter der vergangenen Tage hat aus dem weißen einen schmutzigen Pfad gemacht. Kein Unterschied. Für viele der entkräfteten Menschen, die ihn auf der Suche nach ein paar Pfund Zucker und ein paar Kilo Mehl betreten, ist er der unerbittliche Pfad des Todes geblieben.